Vor etwa 2 Jahren war ich auf einen Spaziergang in der Kärntnergasse in Wien und dort vor einem Juwelerladen stand eine bekannte Gestalt. Ein lebensgroßer Michail Gorbatschow blickte mich an. Dort stand seine Puppe, lebensgroß, und auf seinem linken Arm eine Armbanduhr. Michail Gorbatschow, Werbemittel für einen Juweler in Wien. Ich dachte, sind Sie verrückt? Haben Sie vergessen, die Wiener, die russische Besatzung? Dass der Parteivorsitzende der Kommunistischen Partei der Sowjetunion als Werbemittel für Uhren in Wien ist? Der Diktator der größten Militärmacht ist tatsächlich heute ein Symbol der Hoffnung geworden. Die ganze Welt ist irgendwie auf ihr Kopf gestellt. Und so, ich kann mir nicht helfen. Ich muss irgendwann einmal in der Öffentlichkeit sagen, was sagt die Bibel zu den aktuellen Ereignissen in der Politik, die wir vor uns heute sehen. Und das ist mein Thema heute Abend. Was sagen die biblischen Propheten darüber, was wir zu unserer Lebzeit erlebt haben und unter Umständen, je nachdem wie lange du lebst, wenn kein Baum dich trifft, was du zu deiner Lebzeit erleben wirst. Ein atemberaubender Umbruch in der Weltpolitik. Wie schnell kann alles sich ändern? Das fasziniert uns, nicht wahr? Auf der Macht in Polen sitzt die einst verbotene Gewerkschaft Solidarność. Ein Dissident namens Havel ist jetzt Ministerpräsident der CSSR. Ungarische Kommunisten verzichteten auf ihr Machtmonopol, öffneten ihren Westgrenzen und bereiteten ein Schlupfloch vor für die DDRler, die unzufriedenen DDRler, und bewirkten damit letztendlich den Zerbruch des Symbols für die große Scheidewand zwischen Ost und West, zwischen Kapitalismus und Kommunismus, die Berliner Mauer. Nur Ceausescu weigerte sich, die neue Wirklichkeit anzuerkennen. Perestroika hat tatsächlich die Brezhnev-Doktrin ersetzt. Wer hätte sich vor 5 Jahren sowas gedacht? Auf einmal sind alle meine Erfahrungswerte, mit denen ich aufgewachsen bin, null und nichtig. Aber nicht nur meine Erfahrungswerte. Die ganze Fachleute, die alles wissen sollen, was im Kreml vor sich geht, auch sie wissen nicht, was der nächste Schritt ist. Was kommt auf uns zu? Zu unserer Lebzeit haben wir das immer wieder erlebt. Konstruktive Verhandlungen und Lösungen der Weltprobleme wurden immer wieder durch das russische Niet verneint oder durch das Gegenstück der Amerikaner. Jedes Mal im Keim erstickt. Aber jetzt ist einer da, der versteht, es als Pionier zu denken. Das neue Denken, wie Gorbatschow in seinem Buch Perestroika zu schildern weiß, das neue Denken ist nicht statisch, ist nicht verkrustet, ist nicht abhängig von gewissen Werten und Voraussetzungen. Teilt die Welt nicht ein in eine Welt getrennt durch einen Zaun oder durch eine Mauer. Teilt die Welt nicht ein, notwendigerweise in Ideologien. Das neue Denken ist dynamisch und sucht mit ungewohnten Mitteln neue Wege, neue zu gehen, neue Ziele zu erreichen. Das sprichwörtliche gemeinsame europäische Haus, von dem man immer wieder hört, jeden Tag höre ich das, denn ich höre so viel bayerische Nachrichten.
Das gemeinsame europäische Haus prägte Gorbatschow. Das ist ein Ausdruck von seinem Buch Perestroika. Er versteht gemäß dem Zeitgeist zu agieren. Die EG-Länder in ihrem Einflussbereich bilden gemeinsam die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Größer als die USA, UdSSR und Japan zusammengenommen. Leo Tindemans, ehemaliger Premierminister Belgiens, drückte diese europäische Frust über die Tatsache aus, dass ihr Einfluss in der Weltpolitik nicht ihrer wirtschaftlichen Macht entsprechend ist. Er schrieb oder sagte in Straßburg, die großen Entscheidungen unserer Zeit werden von den Supermächten getroffen. Die Politik im Nahosten, unsere Erdölquelle, die Salzverträge in Wien, Ausbeutung der Rohstoffe, alle diese Dinge werden über unsere Köpfe hinweg entschieden. Wir Europäer müssen mitbestimmen. Gorbatschow betont unsere Gemeinsamkeiten im gemeinsamen europäischen Haus, das sich von Atlantik bis zum Ural erstreckt. Er versteht es Geografie, Kultur, gemeinsame Geistesgeschichte, das Erbe der Aufklärung und sogar die christliche Geschichte zu benutzen, um zu zeigen, dass unsere Geschichte und unser Schicksal ein gemeinsames ist. Daher sei zulässig, schreibt er, ein Trick, schreibt er, Europa gleichzusetzen mit Westeuropa, beziehungsweise mit den NATO-Ländern. Scheinbar unlösbare Probleme, bisher unlösbare Probleme werden gelöst, zum Beispiel die Nachkriegswirklichkeit von 2 Deutschlandstaaten. Sie lassen sich lösen im Rahmen des europäischen Prozesses. Sogar ein Stopp zu dem unaufhaltbaren Wettrüsten scheint sogar in sich zu kommen. Und viele Staatsmänner und auch Religionsführer erkennen die Unentbehrlichkeit von gemeinsamen Lösungen um globale Probleme oder gemeinsame Mitarbeit um globale Probleme zu bewältigen. Unsere Welt ist zu klein geworden. Es gibt keinen Ort auf dieser Erde, der nicht erreicht werden kann in höchstens 30 Minuten von einem Raketensilo irgendwo. Von dem entferntesten Raketensilo kann jeder Ort auf diesem Planet erreicht werden in einer halben Stunde. Umweltzerstörung, radioaktiver Niederschlag kennen keine internationalen Grenzen. Hans-Dietrich Genscher bezeichnete die Völker der Welt als eine Überlebensgemeinschaft und rief zuerst einmal Europa, aber Europa, Gesamteuropa in Zusammenarbeit mit der ganzen Welt zu dem höchsten Ziel des Überlebens unserer globalen Probleme. Frieden und Sicherheit sind zu Hauptwerten unserer Gesellschaft, zu Hauptwerten der Welt geworden. Und in der gemeinsamen Erklärung nach dem Malta-Gipfel betonte Gorby den Frieden. Sicherheit war das Schlagwort von Präsident Bush. Sogar Arafat, von allen Leuten, Arafat hat davon geredet, dass Frieden und Sicherheit in unserer Zeit machbar geworden ist. Und viele Bibelkenner sind damals hellhörig geworden. Diese 2 Begriffe kommen in der Bibel vor. Das ist die große Hoffnung der Menschheit in den letzten Tagen unserer Geschichte, wie sie beschrieben wird in der Bibel. Viele Menschen setzen ihre Hoffnung auf Gorbatschow
auf seine Ideen. Kardinal König nannte ihn Gottesknecht in einem Artikel in der Salzburger Nachrichten um die Jahreswende. Verglich ihn mit Kores, mit dem großen Kaiser der Perser, den Gott benutzt hat, sein Volk, die Juden, zu befreien von der Knechtschaft der Babylonier. Kann Michail Gorbatschow oder irgendein anderer Führer uns Frieden und Sicherheit bringen? Was könnte das neue Denken und das gemeinsame europäische Haus mit sich bringen? Wir wollen uns an die Propheten der Bibel wenden. Und ich möchte gleich zu Anfang sagen, sensationelle Behauptungen und fantasievolle Erklärungen interessieren mich überhaupt nicht. Ich bin Mann einer Frau, Vater von 7 Kindern. Meine Güte, wenn das nicht heißt, dass ich ein Investment habe im Leben auf diesem Planet, dann weiß ich nicht, was das heißt. Ich bin ein lebensfreudiger Mensch. Ich habe überhaupt keine Freude an düsteren Geschichten der Zukunft. Auch keine Freude, die Bibel zu missbrauchen, wie viele Sekten sie missbrauchen, um Mitglieder zu erwerben durch Sensationen. Viele Dinge über die biblische Prophetie sind mir noch nicht klar. Sind beschrieben in solcher Bildersprache, ist es nicht leicht für mich zu verstehen, was die Propheten sagen wollen, in manchen Einzelheiten. Aber viele Dinge sind sonnenklar. Und wenn man diese dramatischen Züge auf dem Schachbrett der Geschichte beobachtet, dann ist man unweigerlich daran erinnert, wenn man die Bibel kennt, an das, was die Propheten vor Jahrtausenden schrieben. Zuerst einmal die Sicht der biblischen Propheten. Die biblischen Propheten waren nicht Leute, die einfach interessiert waren an die Zukunft. Wie der Franzose Nostradamus oder Edgar Cayce, der Amerikaner, oder Gene Dixon. Verschiedene moderne Propheten, die Propheten der Neuzeit, die interessiert waren, was wird geschehen. Diese waren Männer mit einer moralischen Botschaft. Sie riefen ein Volk nach Gottes Namen genannt zurück zu Gehorsam. Ein Volk, das das widerspenstigste Volk auf diesem Planet ist, und das sind die Juden. Es ist eine faszinierende Sache zu lesen, was die Bibel sagt über die Propheten. Wenn ein Prophet im Namen Gottes eine falsche Prophezeiung von sich gelassen hätte, sollte er sofort gesteinigt werden von den Juden. Das war in ihrem Gesetz geschrieben. Du wirst dann ein bisschen vorsichtiger sein als Nostradamus, wenn du dann beginnst, deine Prophezeiungen von dir zu geben. Ein Fehler und du bist tot. Aber vergessen wir nicht, sie redeten zu einem ungehorsamen, widerspenstigen Volk. Gott sagte über Israel, euer Stirn ist wie Eisen und euer Genicht ist wie Bronze. Ihr seid so stur und widerspenstig. Was haben die Juden getan? Die falschen Propheten haben sie gerne gehört und die Propheten Gottes haben sie gesteinigt. Es war nie eine populäre Aufgabe, Prophet zu sein. Die Lebenserwartung war nicht sehr lang. Und so es war für sie kein Spaß, Gottes Botschaft zu sagen. Und sie redeten über die Zukunft häufig. Etwa ein Viertel ihres Schreibens betraf die Zukunft. Aber immer in Verbindung mit moralischen Problemen, immer in Verbindung mit dem Ungehorsam der Sünde Israels und in Verbindung mit Gottes Lösung für Ungehorsam und Sünde. Und das war der menschgewordene Gott selbst, der Messias, Jesus Christus. Die Propheten im Alten Testament von 1500 Jahre vor Christus bis 500 Jahre vor Christus haben die etwa 40 Propheten oder Schreiber, sind die 40 Bücher des Alten Testaments entstanden. Die Propheten sahen die Geschichte in Hinblick auf Christus.
und in Himmel die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. Sie sahen zugleich in ihren Visionen einen Messias, der kommen würde, um für die Sünden seines Volkes und die Sünden der Welt, sah man später, zu leiden. Sie sahen deutlich vor Augen das Kreuz und zugleich die Herrlichkeiten danach. Zugleich Visionen von dem Kommen des Königs Jesus, nicht um zu leiden wie vor 2000 Jahren, sondern zu herrschen über diese Erde. Als König der Gerechtigkeit, als König des Friedens, Frieden und Gerechtigkeit auf dauerhafte Basis einzuführen auf unserem Planeten. Auf unseren Amtsgebäuden in der ganzen Welt, geprägt von der lateinischen Sprache, stehen Begriffe wie Justitia, wie Veritas, Gerechtigkeit, Wahrheit, und reichlich wenig von dem ist vorhanden in Tagespolitik der verschiedenen Länder. Aber eines Tages kommt ein König und er wird herrschen in Gerechtigkeit. Und die Auswirkung seiner Herrschaft wird weltweiter Frieden sein. Das sagten die alttestamentlichen Propheten. Was sie nicht wussten, war, was viele immer noch nicht verstehen, dass die Berggipfel der Geschichte durch ein riesiges Tal, etwa 1900, fast 2000 Jahre lang, entfernt sind. Jetzt können wir zurückschauen auf das Geschichtsereignis, auf die Drehscheibe der ganzen Weltgeschichte, auf das Kreuz. Und wir können mittels der biblischen Prophezeiung zugleich viel klarer sehen, im Voraus, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Er wird kommen dieses Mal nicht in Niedrigkeit, nicht in eine Krippe zur Welt, nicht in eine arme Familie hineingeboren. Er wird kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Und die Propheten sagten selber, die Könige dieser Erden werden zittern und staunen vor seiner Herrlichkeit. Das ist die Perspektive der Propheten. Um das ein bisschen plastischer zu machen, möchte ich einige Beispiele über schon erfüllte Prophetie einführen. Nehmen wir zum Beispiel der Prophet und zugleich der König David oder Jesaja. 700 Jahre vor Christus schrieb er. Er schrieb während der Regierungszeit von 3 Königen. Der Großteil seiner Zeit verbrachte er damit, das Volk zu tadeln wegen ihrer Sünde und die Könige selbst zu tadeln. Aber er schrieb wunderbare Abschnitte auch über die Zukunft und Erlösung Israels. Er schrieb von einem, der kommen würde, sein Name Immanuel, Gott mit uns. Und seine Ankunft in dieser Planet auf dieses Planet ereignete sich auf einzigartige Art und Weise. Dieser Immanuel, Gott mit uns, sollte geboren werden von einer Jungfrau, ohne einen menschlichen Vater. Jesaja schrieb weiter, wer ist er? Er ist ein Kind, der uns geboren ist, ein Sohn, der uns gegeben wird. Und sein Name heißt wunderbarer Berater, der starke Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Und eines Tages wird er sitzen auf des Königs Davids Thron. Micha, ein Zeitgenosse dieses Propheten, schrieb über den Ort, wo Jesus eines Tages zur Welt kommen würde. Bethlehem schrieb er in seinem 5. Kapitel. Eine kleine Ortschaft, so klein unter den Tausendschaften Judas, so etwa wie für unsere Verhältnisse vielleicht Hütschlag oder Sederhaus oder Schneegarten, je nachdem, wo du herkommst. Ich muss immer etwas sagen über Oberösterreich, denn es gibt so viele Zugeraste hier in Salzburg.
Jedenfalls. Eine ganz kleine Ortschaft. Und Mika schrieb, in dir, Bethlehem, wird der Herrscher hervorgehen. Seine Ausgänge, schrieb er, sind seit der Urzeit, seit den Tagen der Ewigkeit her existiert er und er wird zur Welt kommen in Bethlehem. Jesaja schrieb, oder David schrieb, 1000 Jahre vor Christus in einem bekannten Lied, der gesungen wurde in den jüdischen Gottesdiensten hunderte von Jahren lang. Diese Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er beschrieb einer, der rief zu Gott, verlassen von Gott. In der Finsternis, Gott hatte seinem Rücken diesen Messias gekehrt. Und hier war er allein, sagt David, mit Händen und Füßen durchbohrt. Keine gebrochenen Beine, aber seine ganze Kraft vertrocknet wie eine Scherbe. Umgehen von Nichtjuden, gekreuzigt von Nichtjuden, die werfen das Los um sein Gewand und teilen seine Kleider unter sich. All das stand fest, 1000 Jahre vor Christus. Obwohl Kreuzigung als Hinrichtungsmethode erst etwa 50 Jahre vor Christus eingeführt wurde durch die Römer in Palästina. So 950 Jahre bevor diese Todesart überhaupt bekannt war, stand es fest, dass der Messias so sterben sollte. Jesaja schreibt an anderer Stelle und beschreibt sein Leiden als stellvertretendes Opfer für uns, wie ein Lamm stille vor seinen Scheren. So viele Einzelheiten. Etwa 300 bestimmte Prophezeiungen erfüllte Jesus in seiner Geburt, sein Leben, sein Dienst und sein Tod um unseretwillen. 300 solche bestimmte Prophezeiungen. Aber wie gesagt, schrieben die Propheten nicht nur über das erste Kommen Jesu, sondern über seine Wiederkunft. Und das ist unser Thema heute Abend. Was schrieben die Propheten vor Christus? Was sagte der Herr Jesus selbst? Was schrieben seine Apostel über dieses zukünftige Ereignis, über seine Ankunft und die Vollendung des Zeitalters? Eine Folie, zu der wir später zurückkommen werden. Eine Prophezeiung, die irgendwie das prophetische Gerüst der Bibel ausmacht. In Daniel Kapitel 9. Daniel schrieb von der Wiederaufbau der damals zerstörten Stadt Jerusalems. Und er sagte, von dem Ausgehen des Befehles, des Edikts, Jerusalem aufzubauen. Wir haben sogar im Alten Testament festgelegt, welcher Tag das war. Der 1. April in dem 20. Regierungsjahr von dem großen Perserkaiser. Von dem Tag, bis der Messias kommt als König, sagte er, würde 69 mal 7 Jahre stattfinden. Sir Robert Anderson, der Gründer von Scotland Yard, war ein überzeugter Christ, er war Geschichtler und Kriminologe. Er studierte jahrelang in verschiedenen Bibliotheken und hat mit belegbaren Ziffern gezeigt, mit verschiedenen Kalenderveränderungen, dass diese Prophezeiung buchstäblich erfüllt wurde am Palmsonntag, 30 Jahre nach Christus, also an dem Tag, wo Jesus als Fürst in Jerusalem hineingeritten ist. Daniel schrieb weiter, er wird kommen als Fürst und er wird getötet werden. Eine Woche später war er schon tot. Und dann, in dem Zeitrahmen seines Todes, wird ein Volk kommen, ein Weltreich, und dem jüdischen Tempel den Boden gleich machen und die ganze Stadt zerstören. Und das geschah, wie auch Jesus vorhergesagt hat, in seiner gleichen Generation, in 70 Jahre nach Christus, kam der römische
General, später Kaiser Titus, und hat die Stadt belagert und den Boden gleich gemacht. Ein Fehler ist passiert bei der Eroberung der Stadt und der Tempel ist in Flammen aufgegangen. Und dann sagt Daniel, die Zeit nachher wird gekennzeichnet sein von Krieg. Der Zeitungsbericht in Moskau berichtet von 8000 Kriegen seit 1500 Jahren vor Christus. Und 8000 Friedensverträge sollten auf immer sein. Sie hielten durchschnittlich 2 Jahre lang. Krieg und Verwüstung bis zur letzten Wochenjahr oder 7 Jahre der jüdischen Geschichte. Und Daniel überspringt diese ganze Zeit. Er erwähnt nur Krieg. Und sagt aber auf eine ganz geheimnisvolle Art und Weise, Leute, sogar nach dem Tod des Messias, vergesst nicht, es gibt 7 Jahre jüdische Geschichte in Gottes Zeitplan offen. Und das ist das Thema des heutigen Abends. Was wird geschehen in einem 7-jährigen Abschnitt der Zeit, die auf uns zukommt? Ein Zeitabschnitt, an den ich öfters erinnert werde, wenn ich meine Tageszeitung lese. Die Zeit der Wiederkunft Christi. Lesen wir heute Abend aus dem Matthäus-Evangelium. Ihr habt die Bibel mit, diese rote Bibel. Ich habe die gleiche Ausgabe. Lese sie normalerweise nicht, aber ausnahmsweise heute Abend, weil ich die gleiche Seitenzahl haben will wie ihr. Das ist Seite 34 im Neuen Testament, etwas so weit im Buch hinein. Das Matthäus-Evangelium. Wir lesen heute Abend von der Ölbergpredigt. Matthäus-Evangelium, Kapitel 24. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg, und seine Jünger traten herzu, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sag uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel, dem Propheten, geredet ist,
am heiligen Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber die Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bete aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird großer Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Und wenn denn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wundertum, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe euch es vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er in den Gemächtern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler, Fußnoten, Geier versammeln. Aber gleich nach dem Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den 4 Winden her. Von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass die Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass er nahe ist an der Tür. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Soweit. Die Ereignisse, die seine Wiederkunft einleiten, sind so katastrophal, sagt Jesus, wenn ich die Tage nicht verkürze, wird kein Fleisch gerettet werden. Das heißt, die vollständige Vernichtung alles Lebens auf unserem Planet. Zur Schreibzeit dieses Buches wäre sowas auf natürliche Art und Weise undenkbar. Erst in unserer Generation, im Zeitalter des Atomkrieges, ist es denkbar, dass die Menschheit sich tatsächlich zugrunde richtet. Die Zeichen seiner Ankunft. Er sagte, es ist so etwa wie ein Feigenblatt. Wenn die Feigenblätter ausgetrieben werden, dann erkennt ihr ungefähr, wie welche Jahreszeit ist. Wenn ihr diese Ereignisse seht, von denen ich rede, dann erkennt ihr, dass ich nahe bin, an der Tür, ich komme bald. Zuerst einmal, bevor wir dieses Kapitel genauer anschauen, einige allgemeine Beobachtungen. Zuerst einmal ist es vielleicht nicht auffallend für jeden Leser, dass ein gewaltiges Geschichtsereignis vor sich gegangen ist in diesem Text. Er redete von Leuten, die glauben,
Und die sind Juden und sie befinden sich in Palästina. Die Wiederherstellung des jüdischen Staats. In Lukas Evangelium, in dem Parallelabschnitt, Matthäus schreibt nicht alles von dieser Predigt, redet Jesus davon, dass der Tempel zerstört wird, die Stadt zerstört wird, im Einklang mit dem, was Daniel sagt, und dass die Juden vertrieben würden auf den ganzen Erdkreis. Und heute fährst du nach Kalkutta, nach Peking, nach New York City. Überall in der Welt, in jeder Großstadt gibt es eine jüdische Synagoge. Es gibt mehr Juden in New York City als in ganz Israel. Aber dann Jesus, im Einklang mit den alttestamentlichen Propheten, mit Hesekiel, Daniel, Zacharia, redet von einer Neugründung von einem jüdischen Staat. Dieses Volk wird seinen Weg zurückfinden, dort, zu der Heimat der Väter. Jahrhundertelang glaubten Christen nicht an die buchstäbliche Erfüllung dieser Prophezeiungen. Manche Theologen haben gesagt, das ist alles bildlich zu verstehen, aber manche wirklich Gläubigen glaubten konsequent durch die ganze Geschichte, das würde eines Tages trotz allem geschehen. Und tatsächlich nach 1900 Jahrhunderten ist es tatsächlich passiert. Sie sind zurückgekommen. Sie haben ihren eigenen Staat gegründet, mit ihrem eigenen Gesetz, mit ihrer eigenen Sprache. Mose könnte heute eine Coca-Cola bestellen auf der Straße von Tel Aviv. Sie haben ihre ursprüngliche Sitten und ihre ursprüngliche Religion. Leute, wo sind die Germanen heute? Wenn du die Bajuwaren angeschaut hast, da draußen bei den Trümmerseen, hast du bemerkt schon, es gibt einen Unterschied in dem, was sie geglaubt haben damals und wir heute. Und in ihrer Lebensweise und heute. Aber die Juden sind die gleichen. Das einzigartige Volk, abgesehen von primitiven Völkern auf dieser Erde, die ihre Staatsform im Wesentlichen, ihre Religion im Wesentlichen, ihre Sprache intakt bewahrt haben bis in diesen Tagen. Einmal hat der ungläubige Friedrich II. Von Preußen einen evangelischen Pastor gefragt, spöttisch, beweise für mich in einem Wort, dass es einen Gott gibt. Und der Pastor sagte ohne Verzögerung, schlagfertig, Jude. Ihre Existenz und der Wiederaufbau ihres Landes, ihres Staates, ist eine wunderbare und buchstäbliche Erfüllung der biblischen Prophetie. Ihr Exodus in 48, ihre Staatsgründung in 48, etwas Fantastisches. Zweitens, nur allgemein bemerkt, der Brennpunkt dieser Ereignisse ist Jerusalem. Seit 1967, ich kann es mich genau daran erinnern, als ob es gestern war, in meinem letzten Gymnasiumsjahr. Seither ist Jerusalem in israelitischen Händen, ist in israelischer Händen. Und Jerusalem ist zum Zankapfel und zum unlösbaren Problem der Menschheit geworden. Zacharias sagte 500 Jahre vor Christus, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelsschale für alle Völker ringsum. Und auch über Jerusalem, über Juda, es wird Bedrängnis geraten zusammen mit Jerusalem. Und es wird geschehen an dem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Sternstein für alle Völker. Und alle, die ihn hochstimmen wollen, werden sich Wund reißen. Und alle Nationen der Erde werden gegen es versammeln. Beachte hier, 500 Jahre später, Jesus redet im Einklang mit dem alten Propheten.
Wann wird das sein? Wann wird die Zerstörung des Tempels sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und die Vollendung des Zeitalters? Und hier die Jünger benutzen die Sprache Daniels. Das Ende, die Vollendung des Zeitalters. Wann wird das sein und was kündigt das die Vollendung an? Jesus antwortete die letzte Frage. Lasst niemand euch verführen, viele falsche Verführer werden kommen und behaupten, Christus zu sein. Und es gibt viele Verführer, besonders in unseren Tagen. Aber eines Tages wird der Verführer kommen. Wie wir lesen in der Offenbarung, bleibt in Matthäus Evangelium und ich zeige euch die Parallelen zur Offenbarung. Ich sah das Lamm, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete und hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, die mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus, siegend und um zu siegen. Falsche Christi werden es geben, aber eines Tages ein Antichrist, der falsche Christus, wird kommen als Sieger, als ruhmreicher Sieger, auf einem weißen Pferd. Das wird ankündigen den Anfang der letzten Woche der Weltgeschichte, wie wir sie kennen. Dann in dem nächsten Vers. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegesgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Ja, das ist die Weltgeschichte. So ist es immer gewesen. Aber nachdem der Antichrist geoffenbart wird, der zukünftige Führer, auf seinen Versen, es war immer so bei den Siegenden, kommt der große Krieg. Wie wir lesen wiederum in der Offenbarung. Und als das zweite Siegel öffnete, als erst das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm! Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Und dem, der drauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Beachte, das erste war ein Bogen, Krieg aus Entfernung und jetzt unmittelbare Kampfhandlung mit einem großen Schwert. Zuerst falscher Christus, dann Krieg und Kriegsgerüchten. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein. Genau wie der Apostel des Herrn geschrieben hat, wiederum in der Offenbarung. Und ich lese. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich siehe ein schwarzes Pferd. Und der drauf saß, hatte eine Waage in der Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der 4 lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für ein Tagelohn und 3 Maß Gerste für einen Tagelohn. Und dem Öl und den Wein füge keinen Schaden zu. Natürlich, auf die Ferse des Krieges kommt der Hungersnot. Produktion und Transport werden gehemmt. Und bei moderner Kriegesführung, mit den Waffen, die uns heute zur Verfügung stehen,
ist es kein Wunder, dass der Hungersnot dem Krieg folgt. Und dann schließlich lesen wir Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben da und dort. Der vierte Reiter beim vierten Siegel der Apokalypse und als das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme eines vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der drauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest, Tod. Wie wir gelesen haben, Seuche. Und durch die wilden Tiere der Erde. Leichen überall liegen, mangelhafte Hygiene. Letzte Phase ist der Pesttod. Aber das ist noch nicht das Ende, sagte Jesus. Das ist der Anfang der Wehe. Das Ende ist noch nicht gekommen. Und eben genauso in Offenbarung 6, wie in ihrer Zwillingsstelle, Matthäus 24, ist die Rede von einem fünften Siegel. Von massenweise Märtyrium. Menschen, die sich weigern, sich zu beugen unter dem zukünftigen Führer. Die sich weigern, ihn als Gott anzuerkennen. Das wird er für sich beanspruchen. Und so für sie der Märtyrer Tod. Und wie wir gelesen haben, kommt ein fünftes Siegel, oder mit dem fünften Siegel, eigentlich die Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt. Matthäus Kapitel 24, Vers 14. Aber dieses Mal nicht durch Christen wie mich heute Abend, sondern durch gläubig gewordene Juden. Immer mehr werden gläubig jetzt. Aber eine Zeit wird kommen, wenn die Juden massenweise sich zu Jesus bekehren und sie werden dann ihre versäumte Chance wahrnehmen, seine Botschaft auf Kosten ihres Lebens auf diesen ganzen Erdkreis zu bringen. Liebe Zuhörer, nicht 144.000 Zeugen Jehovas. Das ist ein Wahnsinn. 144.000 12.000 aus dem Stamme Judas, 12.000 aus dem Stamme Levis. Sie sind Juden, nicht Zeugen Jehovas. Es tut mir leid, dass solche Bibelstellen zu ihrem Nachteil so verdreht wird. Und wie wir lasen später in Matthäus Evangelium, kommt eine Zeit, wo die Atmosphäre so in Mitleidenschaft gezogen ist, dass man die Sonne nicht einmal sehen kann beim Tageslicht und den Mond in der Nacht. Das sind Zeichen, sagt Jesus, die auf uns zukommen. Aber jetzt etwas wiederum zum aktuellen Thema für uns, die Entwicklungen, die wir heute beobachten können. Diese große Drangsal, wie er sagte, ein großer Drangsal, wie sie von Anfang dieser Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch sein wird, ein Drangsal so furchtbar, wäre sie nicht frühzeitig verkürzt, kein Mensch hätte überlebt. Dieser Drangsal ist in Verbindung mit einer Voraussagung von dem Propheten Daniel. Wie Daniel gesagt hat, der große Drangsal, das ist die Zeit nach dem Anfang der Wehe, nach diesen 4 Pferden oder Reiter der Apokalypse. Das ist nur die erste Zeit der Drangsal. Jetzt kommt der große Drangsal, eine Zeit viel intensiver, eine Zeit von viel größerer Gefahr. Was löst diese Zeit aus? Jetzt etwas über den Antichrist, über den kommenden Führer
und was man erleben wird, wenn wirklich als der kommende Führer geoffenbart wird. Daniel sagt, dass seine erste Amtsakt wird ein Friedensvertrag sein mit 7-jährigem Dauer für Israel. Überleg mal, es gibt viele unlösbare Probleme in unserer Welt heute. Man hat gemeint, die Vereinigung Deutschlands wäre ein unlösbares Problem. Das wird bald gelöst, je nach Gesichtspunkt. Südafrika. Aber gibt es ein Problem schwieriger als das Problem der Israelis und die arabischen Staaten? Ein Problem mit kultureller, mit religiöser, mit politischer Bedeutung. Gibt es ein tieferes Problem zu lösen als das? Und wenn es einem Weltführer gelingen würde, die Lösung zu finden? Er wird einen Bund schließen für 7-jährigen Dauer. Und zum Mittelpunkt des Bundes wird er seinen eigenen Bund brechen. Und er wird den jüdischen Tempel, der besteht noch nicht. Aber die Steine sind schon ausgehauen. In Steinbrücke in Israel, die Steine existieren schon heute, Leute. Ein unlösbares Problem. Es gibt eine Moschee, die zweitheiligste Moschee der Muslims, steht auf dem Tempelgelände. Aber die Juden werden nicht zufrieden sein, bis sie ihren eigenen Tempel haben. Wie werden sie das drehen? Ich weiß nicht. Aber wenn der zukünftige Führer es will, und in dem Mittelpunkt dieses 7-jährigen Frist wird er seinen eigenen Vertrag brechen. Und dieser Vertragsbruch schaut folgendermaßen aus. Er wird in den Tempel gehen und den Tempel der Israelis entweihen und sich selbst zu Gott erklären. Das sagen die Propheten. Sowohl im Alten als im Neuen. Und dann löst das der letzte Krieg aus. Daniel hat gesagt, dieser Tempel wird zerstört. Zerstört von wem? Er sagt, von dem Volk des kommenden Fürsten. Und wer war das Volk, der den Tempel zerstört hat? Rom. Rom zerstörte den jüdischen Tempel, machte die Stadt den Boden gleich. Aber das war das Volk eines kommenden Fürsten. Und er sagte, der Fürst wird erst kommen, zu Anfang der letzten Jahrwoche der jüdischen Geschichte. Wir haben heute Abend die notwendige Zeit nicht, die ganze Prophezeiungen anzuschauen. Aber wenn wir studieren würden, Daniel Kapitel 9, Daniel Kapitel 7, Daniel Kapitel 11 und 12 und die Offenbarung zusammen mit 2. Thessalonikerbrief von Paulus, würden wir sehen, dass das römische Reich wieder erstehen wird. Das war der Traum von Karl dem Großen. Das war der Traum von Napoleon, von Adolf Hitler. Die Entstehung einer neuen Form des alten römischen Reiches, das letzte Weltreich, das Bestand hatte. Und eines Tages wird dieser Traum erfüllt. Daniel beschreibt es so: 10 Könige werden erstehen in dem Einflussbereich der alten römischen Welt. Und diese 10 Nationen werden sich vereinen in eine Nation. Und diese 10 Könige, 3 unwillentlich, 7 willentlich, werden ihre Herrschaft einem König übergehen. Ein König oder ein Kaiser, ein Diktator, der Führer, wie du ihn nennen willst, von einem vereinigten europäischen Haus. Und das ist sehr deutlich. Wir müssten einige Kapitel der Bibel lesen, aber das ist sehr deutlich im Alten Testament. Rom wird wieder erstehen. Eine neue Form des römischen Reiches mit einem Caesar.
Eigentlich die Vertragsbasis der Europäischen Gemeinschaft heißt was? Der Vertrag Roms. Geschlossen in 1957 in Rom. Offenbarung Kapitel 13, der letzte Abschnitt, den wir vorlesen heute Abend. Nein, wir schauen noch ein paar Verse an, aber der letzte große Abschnitt beschreibt auf Bilderform, in bildlicher Sprache, die Herrschaft zukünftigen Führers. Ich sage nicht, dass er Gorbatschow ist, Entschuldigung, das meine ich nicht. Ich will nur sagen, dass das, was jetzt im Gange kommt und schon im Gange ist, passt ziemlich genau zu dem, was man liest in der Heiligen Schrift. Verse 1 bis 3, das ist Seite 315 im Neuen Testament. Und er stand auf dem Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. All diese Bilder, die wir jetzt lesen, werden erklärt in Daniel im Alten Testament. Ich werde sie um der Zeit willen erklären. Ein Tier, ich sah ihn aufsteigen, das 10 Hörner hatte, lies weiter in Offenbarung, 10 Königreiche und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, das Bild, das Daniel benutzt für das griechische Reich Alexanders, und seine Füße wie die eines Bären, das Symbol des Medo-Persischen Reiches, das Daniel erläutert in seinem Buch im Alten Testament, und sein Maul wie eines Löwenmaul, das Symbol des Babylonischen Reiches, das man sah in Daniel. Und der Drache, das ist erklärt in Kapitel 12 von der Offenbarung, das ist der Teufel oder Satan. Der Drache gab dem Tier seine Kraft und seinen Thron und seine Macht. Und ich sah einen seiner Köpfe, die zum Tode geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das auslegen soll, aber wenn ein weltbekannter politischer Führer eine tödliche Verletzung irgendeiner Art hätte und auf übernatürliche Weise wieder erstehen würde, das würde eine Sensation sein unter den Völkern. Die ganzen Nationen werden hinter ihm her staunen. Paulus sagt in 2. Thessaloniker Brief, Kapitel 2, dass die Völker ihm nacheifern werden, diesem Führer, und sie werden schreien, Frieden und Sicherheit, Frieden und Sicherheit. Er ist derjenige, der uns diese teure Werte spendet. Arnold Toynbee, der vor kurzem gestorben ist, der anerkannteste Geschichtler Großbritannien, schrieb, die Technik hat die Menschen in solche Schwierigkeiten gebracht, dass wir reif werden, irgendeinen neuen Caesar zu vergöttern, dem es gelingt, die Welt Einheit und Frieden zu geben. Ich glaube, er hat recht. Wenn unsere Welt tiefer hineinschleudert in die Krisen einer zerstörten Umwelt und Explosion der Bevölkerung der Erde und Mangel an Rohstoffe werden Mangelwaren, wenn irgendjemand alles auf einen Nenner bringen kann, um diese Probleme zu lösen, wer wird vergöttert werden? Vers 4. Und sie beteten dem Satan, den Drachen, an, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen?
Ähnliche Aussagen hörte man während des Dritten Reiches. Wer kann mit ihm kämpfen? Er ist unbesiegbar. Seine militärische Überlegenheit. Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Das sind diese 3,5 Jahre der letzten Jahrwoche. 42 Monate wirkte er. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott und seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen, mit den Gläubigen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Von seiner Basis in Europa dehnt er seine Machtbereich oder seine Herrschaft aus über die ganze Erde. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihm anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben im Buch des Lammes, des Lebens des geschlachteten Lammes, vor Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so gehe er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glauben der Heiligen. Es wird so weit kommen, wo man vor eine Alternative gestellt wird. Glaubst du an diesem Tier? Bist du bereit, ihm anzuerkennen als rechtsmäßiger Herrscher über dein Leben? Bist du ihm ergeben? Oder bist du Jesus Christus ergeben? Es wird so weit kommen. Oh, es gab Schlupflöcher während des Dritten Reiches. Man könnte alles irgendwie verheimlichen und nicht wirklich auf der Seite des Führers sein. Es gibt kein Schlupfloch vor dem kommenden Führer. Und der Grund ist Technik. Lesen wir weiter. Lesen wir um der Zeit willen die letzten paar Verse. Vers 16. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen auf ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Menschen Zahl. Und das Menschenzahl ist 6. Aber seine Zahl ist 6, 6, 6. 3 in der Bibel ist die Nummer Gottes. 6 ist die Nummer eines Menschen. Ein Mensch, der Gott sein will. Und ohne eine Nummer, ich meine, ich habe auch eine Nummer. Ich sage dir nicht, was sie ist, aber ich habe eine Nummer. Aber es wird notwendig sein, sagen manche Fachleute, dass die Nummer nicht auf einer Karte steht, sondern auf deiner Person. Entweder hier oder hier. Irgendwie lesbar. Und ohne die Nummer kannst du weder kaufen noch verkaufen. Und alles ist zentral geregelt. In dem interessanten Buch Erinnerungen von Albert Speer, das war der Technokrat Hitlers im Dritten Reich, er schreibt über seine Bekenntnis vor den Nürnberger Prozesse. Er schreibt, mit meinem Schlusswort wollte ich als Vertreter jener Technologie sprechen, die alle ihre Mittel gefühlslos gegen die Menschheit eingesetzt hatten. Und jetzt zitiert er sein Schlusswort. Das verbrecherische Geschehen dieser Jahre, sagte ich, war nicht nur eine Frage der Persönlichkeit Hitlers,
Er war gleichzeitig darauf zurückzuführen, dass Hitler sich als Erster die Mittel der Technik bedienen konnte. Aber Hitlers Technik im Vergleich mit der des zukünftigen Führers ist Kinderspielzeug, Leute. Datenschutz ist eine sehr aktuelle Frage, denn je mehr sie über dich wissen, wie wir jetzt in der Presse erleben, desto gefährlicher ist es für dich. Denn wenn die Falschen an die Macht kommen und sie wissen alles über dich, dann können sie dein Konto sperren, können sie es unmöglich machen, dass du weder kaufen kannst, noch verkaufen kannst. Und letzten Endes bist du in der Ecke. Jetzt kannst du nicht essen. Jetzt kann deine Familie nicht essen. Ich muss leben. Und jetzt musst du entscheiden, erkennst du ihn als Gott an, den großen römischen Kaiser, oder nicht? Wie Bob Dylan schrieb, you've got to serve somebody. Du musst jemand dienen. Du musst jemand dienen. Und wir meinen jetzt, wir haben Freiheit. Ja, wir haben sie jetzt. Aber die Zeit wird kommen, wenn Freiheit ein vergessenes Wort ist. Es wird um Überleben gehen. Es wird gehen um Frieden. Es wird gehen um Sicherheit auf alle Kosten. Und dann wirst du entscheiden müssen. Du musst jemand dienen. Und vergleichen mit dem kommenden Führer, dieser Mann, Hitler, der war im Kindergarten. Hier ist das Zweite Römische Reich. Ohne Malzeichen kannst du nicht leben. Und wenn wir weiterlesen würden heute Abend, würden wir lesen in Offenbarung 17 und 18, wie der Mann an die Macht kommt. Es wird durch religiöse Mittel sein. Ein riesen religiöses System mit Wirtschaftsmacht und mit Macht über Seelen, lesen wir, wird das Mittel sein. Eine Stadt, die auf 7 Hügeln wohnt, schreibt Johannes. Und jeder weiß, das ist Rom. Wie der Antichristus, so wie er der Gegenspieler Christi ist, der verfälschte Christus, so hat die Braut Christi, die wahre Kirche Christi, ihre Gegenspielerin. Und die Offenbarung nennt sie eine Hure. Eine Hure muss schön sein, sonst hat sie kein Geschäft. Offenbarung stellt die Schönheit und die Keuschheit der wirklich Gläubigen an Christus, die wirkliche Gemeinde, gegenüber verführerischer Schönheit einer wirtschaftlichen, religiösen Unternehmung. Der Auslöser der große Drangsal. Die Verwüstungen sind in der Umwelt. Wenn du mitlesen willst, in etwa 4 Versen, was auf uns zukommt auf diesem Planet, Offenbarung Kapitel 8. Offenbarung 8 und Vers 7. Und der erste posaunte, es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt. Natürlich ist das Bildersprache. Die Bibel und Prophetie bedient sich sehr oft der Bildersprache. Aber welche Wirklichkeit steht dahinter? Hier ist nicht Bildersprache, liebe Zuhörer. Und der 3. Teil der Erde verbrannte und der 3. Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Verwüstung im Lebensraum Erde. Die Erde zuerst einmal, das Meer, die Ströme und schließlich die Atmosphäre werden in Mitleidenschaft gezogen. Und der 2. Engel posaunte, und etwas wie ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen, und der 3. Teil des Meeres wurde zu Blut, das heißt, ist tot, und es starb. Ein 3. Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, und der 3. Teil der Schiffe wurden zerstört. Ich weiß nicht, was man darüber gedacht hat im 1. Jahrhundert,
Aber im Zeitalter von einem Atomkrieg, im Zeitalter von Kunstdünger und Giftfässern und Adria, kann man schon vorstellen, was hier los ist. Und dann der nächste Vers, der dritte Engel posaunte und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie ein Fackel. Was könnte das sein? Und es fiel auf den dritten Teil der Ströme und die Wasserquellen und der Name des Sternes heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Wasserquellen in Flüssen. Tschernobyl heißt auf Russisch die schwarze Geschichte. Aber laut der Literaturnager Gazette, das ist eine Literaturzeitung, heißt Tschernobyl im Volksmund Wermut. Nicht, dass Tschernobyl hier gemeint ist, aber es ist doch interessant. Was könnte ein Drittel unserer Flüsse und Wasserquellen auf einmal verderben und ungenießbar machen? Und wenn wir weiterlesen, in Vers 12 sehen wir, dass selbst die Atmosphäre verfinstert wird und dass die Sonne, der Mond nicht scheinen. Wenn man die Geschichte abrundet, das ist die Zukunft Europas, wie Jesus, ich weiß nicht, ob du mit Jesus einverstanden bist, aber ich meine, er weiß Bescheid. Das ist, wie die Zukunft Europas aussieht. Beachte Folgendes, Amerika ist nicht erwähnt. Das ist schwierig für einen Amerikaner hinzunehmen, dass sein Land nicht irgendeine Rolle zu spielen hat in die Zukunft, aber wir sehen schon, dass Amerika in Vergessenheit langsam gerät. Hesekiel und Daniel reden von einem König im äußersten Norden von Israel. Schau auf die Karte, was äußerster Norden ist in Israel. Dieser riesenstarke König wird Israel angreifen und das Nahe Osten einnehmen wollen auf der Suche nach Bodenschätze, sagt Hesekiel. Und der König vom Süden, genannt ausdrücklich Ägypten, Kusch, das ist das alte hebräische Name für Äthiopien, aber es heißt schwarzer Mann, die schwarze afrikanische Nationen. Put, das ist Saudi-Arabien und der Bereich. Libyen und in der alten Karte ist das Nordafrika und Persien, heutige Iran, alle verwickelt in einem Gefecht um Israel. Und dann, wie man liest in Offenbarung Kapitel 16, für mich eine sehr interessante Stelle, die letzte zwei heute Abend. Offenbarung 16, 12. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf dem großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige der Sonnenaufgang, der Könige des Osten, herbereitet wurde. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres, aus dem Mund des falschen Propheten 3 unreine Geister kommen wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises. Sie versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, sagt Jesus, ich komme wie ein Dieb. Glückselig wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man seine Schande nicht sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Und dann zum Vergleich Kapitel 12. Noch eine Stelle, oder Kapitel 9, eine Stelle über das Gleiche, es wird genauer beschrieben. Wiederum der sechste Engel. Vers 14, löse die 4 Engel, die an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die 4 Engel werden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren, um einen dritten Teil der Menschheit zu töten. Und die Zahl der Kriegsherren zu Ross waren 2 mal 10.000 mal 10.000. Und auf das du Johannes nicht falsch verstehst, er sagt,
Ich hörte ihre Zahl. 200 Millionen Soldaten kommen aus dem Osten, um in das Gefecht zu kommen. Was mich fasziniert an dieser Prophezeiung ist, dass die Fachleute sagen, dass um die Jahrtausendwende, dass es bloß etwa 200 Millionen Menschen gab auf dieser ganzen Erde. Als das geschrieben wurde, dass in einem Kriegsheer 200 Millionen Soldaten vorhanden sind. In 1967 in der chinesischen Zeitung oder TV-Sendung Die Stimme der Drache hat Zhou Enlai gesagt, unsere Volksarmee, das ist die Armee mit Reservisten, steht 200 Millionen Mann Stärke. Offensichtlich ihre alte Taktik der menschlichen Welle werden sie wiederum verwenden und dabei kommen 1/3 der Menschheit um. Jesus sagt es in Matthäus Evangelium, wir lasen das eingangs, ich wiederhole nur. Wenn die Feigenblätter hervortreiben, dann wisst ihr, welche Jahreszeit ist. Und wenn ihr diese Dinge seht, und was sehen wir schon? Israel im Lande, Jerusalem in jüdischen Händen, Umweltzerstörung, die Offenbarung, das Unvorstellbare vorstellbar macht. Das Atomzeitalter, wo wir uns eigentlich vernichten können. Zusammenkommen des gemeinsamen europäischen Hauses aus verschiedenen Staaten mit einer Einheit. Ein Heer, ein Kriegesheer, so groß wie die damalige Bevölkerung. Ein Araberblock im Süden gegen Israel und ein nördlicher Feind im äußersten Norden. Ein unlösbares Problem, ein Stammstein der Nationen, Jerusalem. Wenn ihr diese Dinge seht, die Zeit ist nahe. Und du musst jemand dienen. Ich möchte erklären in den folgenden Abend die einzige Hoffnung und den einzigen Ausweg auf das, was auf dieser Erde zukommt. Und das ist eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Er sagte, wenn ihr diese Zeichen meiner Wiederkunft seht, achtet drauf, die Zeit ist nah. Wahrlich, sagte er, wir haben es gelesen, dieses Geschlecht, oder man kann übersetzen, diese Generation. Was bedeutet der Vers? Diese Rasse, die Juden, oder diese Generation, die diese Zeichen erleben? Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis all diese Dinge stattfinden. Und ich frage mich schon, sicherlich hat er das Erste gemeint. Die Juden werden nicht vergehen und sie haben es auch nicht getan, sind noch da. Aber könnte er meinen, die Generation, die Leute, die erleben, was wir erlebt haben, schon zu unserer Lebzeit, könnte es sein, ich behaupte es nicht, ich frage euch nur, sind wir die letzte Generation? Eines weiß ich, diese Generation wird nicht vergehen, sagt Jesus. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sagt Jesus, sie werden nicht vergehen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte diesen Vortrag doch mit einem Gebet abschließen. Vater, ich danke dir für dein kostbares Wort. Und obwohl es mir herzlich leid tut, dass ich heute Abend von der Lösung nicht reden konnte, nur von dem Problem. Ich danke dir, dass es eine Lösung gibt in deinem Sohn. Ich danke dir, dass er real ist, nicht eine Idee, nicht eine Philosophie, nicht die Idee von gewissen begeisterten Jungen,
Du bist eine Wirklichkeit, Herr Jesus. Du bist gekommen gemäß den prophetischen Äußerungen der Jahrhunderten vorher und hast sie vollständig erfüllt. Und du wirst kommen gemäß der Äußerungen der gleichen Propheten. O komme, Herr Jesus. Wir beten immer wieder, dein Reich komme. Kann es sein, dass wir das hinplappern, ohne zu wissen, was das bedeutet? Wir bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben auf dieser Erde. Ich bitte, dass das unser Teil sein wird. Amen.